Informationscenter rausgekommen und sind erstmal mit jede Menge Informationen Bombardiert worden, ja. bombardiert worden, im Grunde genommen, ja. Und jetzt müssen wir erstmal einen Plan machen. Ich dachte mal, heute lasse ich das Shirt aus, damit ich nicht so schwitze im Wasser. Okay. Ich glaube, es geht los. Das Licht wird gelöscht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt in Mori und wir stehen hier wieder auf einem Caravanplatz. Diesmal auf dem, direkt auf dem Betonfläche, aber das ist nicht so schlimm, weil der Hauptgrund, weswegen wir hier sind die heißen Quellen. Und wir haben hier 2 Stück auf dem Campingplatz drauf. Eine ist 39 Grad und die andere ist 28 Grad. Und es gibt, wenn er auch möchte, noch einen eiskalten Pool. Wir schließen jetzt erstmal alles an. Abwasser haben wir schon, Wasser kommt noch, Strom kommt noch. Und dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal ins Bad begeben, oder? Unseren Körper einweichen. Wieso wahrscheinlich? Du kennst wohl meine Frau noch nicht. Mit Sicherheit. Wir werden mit Sicherheit uns einweichen gehen, weil die Badesachen haben wir nämlich schon rausgeholt. Dieser Caravanpark, der hat nicht nur diese Betonstellflächen, der hat auch ziemlich trockenes Grün, wo man dann auch im Prinzip stehen kann. Aber wir haben uns für diese Betonfläche entschieden, weil die direkt neben den Artesian Bad ist. Und erstaunlicherweise ist der Caravanplatz ziemlich leer. Obwohl eigentlich Osterferien sind. Das überrascht uns halt ein bisschen. Aber es kann durchaus damit zusammenhängen, dass halt die Spritpreise im Moment so hoch sind und dass viele halt ihren Urlaub abgesagt haben. Ja, und ich denke mal, wir hüpfen jetzt erstmal ins Wasser, oder? Wir machen uns dann jetzt mal nackig. Wir machen uns nicht nackig, wir ziehen uns um. Wir machen uns jetzt nackig, dann ziehen wir uns wieder an und dann hüpfen wir in den Pool. Komm, ich habe was für dich. Was denn? Eine Sprinkleranlage. Schau mal, was Erfrischendes. Nee, ich will keine. Das ist besser als der Pool. Keine Sprinkleranlage? Nee, ist alles fertig. Dauert ja bloß, das zu sehen. Was dauert es mittlerweile, wenn wir irgendwo 5 Minuten sind, wir fertig. Ja. Okay. Umziehen und ins Wasser. Einen wunderschönen guten Morgen in Mori. Wir haben gestern Nachmittag auf dem Campingplatz schon seinen ersten Badtag gehabt. Genau, und es war wunderschön, richtig schön ins warme Wasser reinzugehen. Und ja, es war gut gewesen. Heute machen wir unseren 2. Tag und wir gehen diesmal richtig in das Artesian Bad und schauen mal, wie es da ist. Schön warm. Ja. Hoffentlich. Ja. Mal gucken, ob es sich lohnt. Genau. Gerade neu aufgemacht, frisch renoviert. Und ich freue mich wirklich drin reinzugehen. Okay, auf geht's. Fertig. Ja, wir waren jetzt für gut 2 Stunden waren wir da drin gewesen. Ja. Und es war absolut entspannt. Ja. Oh, das war Es gab großartig. kaltes Wasser mit so 25 Grad. Ja, Ja. 3 Becken waren es. Ja. Eins war so 37, 38 Grad und das andere so 40, 41. Ja. Und man hopst War von einem super. Becken ins andere. Ich hab's gemocht. Aber irgendwann müssen wir mal wieder gehen, sonst weichen wir da drinnen total auf. Ja. Ja, jetzt gucken wir mal, was es noch in Mori gibt. Und dann geht's zurück zum Caravanplatz nach dem Einkaufen. Dann gehen wir nochmal tanken, nochmal schnell gucken, was wir noch einkaufen. Ja? Wenn wir jetzt weiterfahren nach Lightning Ridge, gucken wir, dass wir jetzt hier noch ein bisschen was kaufen. Ja. Wo es noch ein bisschen billiger ist. Und dann können wir heute Nachmittag noch mal am Campground in das. Ja, in dann gehen wir das nochmal Spa ins Spa. reinhüpfen.
Jetzt lassen wir uns auf ein Abenteuer ein. Ja. Das erste Mal seit Heikes Operation, seit 3 Monaten oder so. Ja? Ich glaube, es war Ende Januar. Probiert Heike jetzt zum ersten Mal wieder Auto zu fahren. Ich meine, wir gucken vor allen Dingen, ob das mit dem Schalten funktioniert. Das ist ja mal die Hauptsache. Aber Heike fährt ja meistens außerhalb der Stadt die geraden Strecken. Aber mal gucken, ob das jetzt mit dem Schalten wieder so funktioniert. Drückt mir die Daumen. Was willst du denn damit sagen? Nix. Wir bewegen uns. Also erster Gang geht schon mal. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Es wird bloß eine Weile dauern, wenn wir in dem Gang Ich bleiben. frage mich nur, wo du jetzt hin willst. Da Du kannst auch da lang fahren. Hättest auch hier die Querstraße durchfahren wollte ich können. aber nicht, weil die Straße ist nämlich breiter. Okay, also Heike braucht noch die etwas breiteren Straßen. Was? Na, wird schon funktionieren. Okay, auf zur zweiten Etappe. Auf und davon. Was? Und wie war deine Fahrt? Also ich bin ungefähr eine halbe Stunde gefahren und es war zum Anfang recht gut gewesen, aber dann fing es dann doch an, meinen Ellenbogen ein bisschen weh zu tun. Und Gott sei Dank musste ich nicht so viel schalten, aber ich denke mal, das hat es mir auch gereicht. Zieht noch ein bisschen im Ellenbogen. Ja, ein bisschen. Ja, jetzt sind wir jedenfalls unserem Ziel bis auf 10 Minuten rangekommen. Ja, wir Und stehen jetzt- kurz vor Lightning Ridge. Ja, hier werden wir, denke Nacht ich mal, heute verbringen. Nacht auf jeden Fall bleiben. Und dann haben wir gerade noch einen netten Kumpel für Heike entdeckt. Den können wir uns jetzt noch mal angucken. Genau. Auf geht's. Tada! Tada! Der ist aber riesig. Guck mal, da sitzt einfach hin. Also es soll ein Emu sein. Okay. Künstlerisch gestaltet. Wahrscheinlich ein paar Satellitenschüssel als Augen oder so. Ich denke mal, das sieht nach einer Motorhaube aus vom Käfer. Kommt man da hier durch, ohne sich auf die Schnauze zu packen? Er ist ein bisschen. Vielleicht softig. sollten wir nachher den Eingang nehmen von dem Parkplatz. Ja, kein Auto, auf geht's. Das ist als Körper haben die Käferteile genommen. Hab ich doch gesagt, Vom der VW Schnabel Käfer, sieht aus ja. wie die Motorhaube vom Käfer. Ja, auch an der Seite die zwei. Ja. Das sind Autoteile vom VW Käfer, ja? Darf ich vorstellen? Stanley. Hi Stanley. Auf die Idee ist einer gekommen, wenn ich das so sehe, auf dem Birdsville-Track in 2007. Warum? Weil er da haufenweise Autoteile gefunden hat? Ich habe keine Ahnung warum. Aber irgendwie sollte der sollte mal am Birdsville-Track stehen, aber durch die Distanz und die Einsamkeit und die Bürokratie hat dazu geführt, dass es ein No-Show in Birdsville war. Lightning Ridge hat es dann im Prinzip gerettet. Und dann haben sie das Ding hier hingepflastert. Volkswagen war ziemlich gut in Wolf dabei. Und jetzt steht er hier ein paar Kilometer vor Lightning Ridge und passt jetzt auf uns auf. Ja. Quit your pulling at that collar, Jack. The mill's done worked your spirit thin. I packed the water and the heavy picks. We're leaving where the gray sets in. The old Ford knew to turn the key, waiting on you to turn the key. The great divide is in the glass, looking just like liberty. We're heading out to Lightning Ridge, where the black fire hides in the clay. Gonna dig those black opals from the dirt and wash the factory suit away. It's a long road through the heat, but there's a light. Herzlich willkommen in Lightning Ridge. Ja, wir haben es geschafft. Wir Ja. sind da. Und wenn man im Fernsehen sieht, Lightning Ridge besteht nicht nur aus den Opalfeldern, es ist auch eine kleine Stadt. Und die schauen wir uns jetzt an und gucken mal, was es da zu sehen gibt. Kleiner Fun Fact. Der Name Lightning Ridge ist entstanden, weil ich glaube um 1780 war das. Da ist hier ein Schäfer durchgekommen mit einer Herde von ca. 600 Schafen. Und sowohl er als auch seine 600 Schafe sind mehr oder weniger alle vom Blitz getroffen worden. Und ja,
das war dann das Ende des Schäfers und seiner Schafe. Und dadurch hat die Gegend hier ihren Namen bekommen. Und der hat sich im Sprachgebrauch dann so eingebürgert. Und wie dann irgendwann die kleine Stadt gegründet wurde, beziehungsweise aufgebaut wurde, hat man den Namen dann einfach übernommen. Und seitdem heißt das Ding Lightning Ridge. You're scared of the empty dry and the way the red dust burns the throat. But I'd rather choke on a western wind than die inside a heavy coat. Tada! Okay, und jetzt geht's Nach Lightning Ridge. auf in die City. Und nur so als kleine Anmerkung noch, die Dinger werden wir wahrscheinlich viel hier sehen. Das sind die alte Zementmixer von alten Zementmischer-LKWs. Die werden hier umgebaut, weil die Trommeln halt so praktisch und groß sind und damit waschen die ihre Steine aus und suchen die Opale. Und einen davon haben sie halt schön bunt angemalt und hier vorne am Ortseingang mit aufgestellt. Wir sind jetzt frisch aus dem Informationscenter rausgekommen und sind erstmal mit jede Menge Informationen Bombardiert worden, ja. Bombardiert worden, im Grunde genommen, ja. Und jetzt müssen wir erstmal einen Plan machen. Ich denke mal, für heute werden wir bloß ein bisschen so rumgucken noch. Und dann, wenn wir nachher am Caravan zurück sind, gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche Touren buchen. Ja, und wir fangen hier direkt neben dem Informationscenter gleich an, weil hier ist nämlich ein öffentlicher Haufen, den die Leute, die hier die Opale Minen hingeschmissen haben. So, und sie sagte, da haben sie jetzt 4 frische Ladungen gekriegt, gerade zu Ostern. Und da sind die Stangen dann ein bisschen gut, ein paar kleine Splitter zu finden. Wir schauen mal nach. Blöderweise haben wir jetzt unser UV-Licht halt da gelassen im Caravan, sonst hätte man das jetzt mitnehmen können und hätten ein bisschen so gucken können. Wir schauen mal. Wir versuchen unser Glück. Also, wir gönnen uns jetzt einen Kaffee und einen Kakao und wollen dann besprechen, was wir so alles machen. Und Kaffee und Kakao gibt es hier in Dosen. Frisch gemacht, versiegelt. Plastikdose. Aber du hast ein nice Emo drauf. Du nicht? Doch? Ja. Okay. Nachdem unser erster Versuch, Opale zu finden, erfolglos war und wir uns dann mit Kaffee gestärkt hatten, sind wir erstmal durch die Stadt gefahren. Und dann schauen wir noch bei einer Opalmine vorbei, um ein zweites Mal für diesen Tag unser Glück herauszufordern. Jetzt gehen wir gucken, ob wir uns eventuell mal eine Mine angucken. Und Fossigen, also buddeln, kann man hier auch. Wahrscheinlich auch bloß auf dem Zeug, was sie da hingeschmissen haben. Also ob es das wert ist, weiß ich nicht. Aber gehen wir erst mal gucken, ob wir der Meinung ist, dass das wert ist, das Geld. Und dann gehen wir mal in die Mine. Das ist ein Hardhead Area. Sure? Ja? Meinst du? Ja? Okay. Boof. Oh, you got a good one. Oh, it says boof, yeah. Just so I said, it says something on you. It says princess. Okay. Really? Yeah. Hang on. Hang on. Wir haben jetzt wie viele Stunden gebuddelt? 2 vielleicht? Weiß ich nicht, könnte ich dir sagen, wenn ich wüsste, wie spät es ist. Aber keine Wie Ahnung. auch immer. Und wir haben ein paar kleine Stücken gefunden, aber das meiste ist Potsch. Und gerade wo wir jetzt aufhören, haben wir sogar einen mit Farbe gefunden. Ja. Ist wahrscheinlich auch nichts wert, ist wahrscheinlich eher Potsch mit ein bisschen Farbe, aber die Farbe ist schön. Ja. Und es ist ein kleines Stück. Gut, jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Ich weiß nicht, gehen wir noch ins Artisenbad oder? Weiß ich, können wir gucken, können wir eventuell machen, ja. Und dann geht's zurück zum Caravan. Jetzt geht's baden. Ins 41 Grad warme Wasser. Ja, und wie viel Grad haben wir jetzt im Moment? 27 Grad, sagt er gerade. Oh, siehst du, die richtige Temperatur, um in 41 Grad Wasser zu hüpfen. Ich dachte mal, heute lasse ich das Shirt aus, damit ich nicht so schwitze im Wasser. Okay. Oh.
Im Wind ist richtig kalt sofort. Holy shit. Und? Das ist warm, Ist es? aber fleißig. Zumindest kannst du ja nicht frieren, oder? Oh, sofort wieder das Kribbeln in den Beinen, weil es so heiß ist. Heading out to Lightning Ridge where the black fire hides in the clay. Gonna dig those black opals from the dirt and wash the factory suit away. It's a long road through 20 Minuten später und wir sind raus. Und es war richtig schön, oder? Ich weiß nicht, irgendwie ist mir jetzt wärmer als vorher. Und das ist ja Sinn und Zweck eigentlich, damit du richtig schön durchgewärmt wirst. Ich weiß nicht, ob ich bei 45 Grad in der Sonne mit 41 Grad warmem Wasser durchgewärmt werden möchte. Wir gehen jetzt in das Australien Opel Center und hier habe ich gehört, soll es eine Veranstaltung geben, die heißt Spark und hier soll man auch dann die Karten dafür bekommen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo. we've always known. I know you're scared of the empty dry and the way the red dust burns the throat. But I'd rather choke on a western wind than die inside a heavy coat. We'll find a claim near the Mullock heaps and sink a shaft down in the cool. Let the city keep its steady pay. I'm done playing the workhorse fool. We're heading out to Lightning Ridge where the black fire hides in the clay. Gonna dig those black opals from the dirt and wash the factory suit away. It's a long road through the heat, but there's a light in the dark stone. We're chasing down a different life than the one we've always known. Wollen wir uns mal was Besonderes gönnen und das ist so ein Film über Lightning Ridge und der wird in die Hauswand von so einem Schuppen gestrahlt und der kommt unterm Sternenhimmel. Und wir sind jetzt im Schuppen drin und hier haben sie noch eine kleine Ausstellung über Equipment, die die Leute damals benutzt haben, als sie Opel gesammelt haben. Und dann haben sie hier den ganzen Schmutz reingeschmissen. Und dann ist es dann hochgekommen, da oben rüber gefahren und dann haben sie das auf der anderen Seite auf. Das ist nur der Teil, der über der Erde ist. Der Schacht, der ging halt dann. Der ging runter, ja genau. Und dann haben sie da, in dem Haufen haben sie dann durchgesiebt. Wasser haben sie ja nicht überall, haben sie es dann halt zu den Waschplätzen hingefahren. Heutzutage wird es dann, so wie wir es am Ortseingang gesehen haben, wo ich das erwähnt habe, dieser umgebaute Zementmischer, Ja, genau. der da umdreht, da wird es heutzutage dran reingeschüttet, ja. Aber ich denke mal, früher haben sie dann den Haufen bloß hingeschüttet, da, also den ganzen Schmutz da hingeschüttet. Und dann haben sie es per Hand durchgesiebt, weil die hatten ja noch keine LKWs, Groß-LKWs, dass sie dann irgendwo anders hingefahren haben. Guck mal, siehst du, was sie dafür benutzt haben. Das ist eine alte Hinterachse vom Auto. Eine Hinterachse vom Auto. Das sieht mir dann aus wie die obere Hälfte von einer Regentonne. Und einen kleinen Motor unten ran gemacht. Ein Gestell zusammengezimmert und fertig ist die Laube. Und das Ding hat funktioniert. Und ich gehe mal fast davon aus, wenn ich da heute einen Keilriemen draufschmeiße, wird das Ding wahrscheinlich immer noch laufen. Wahrscheinlich, aber Not macht erfinderisch und es hat funktioniert. Diese Veranstaltung, die findet nur von Ostern bis Oktober statt. Also im Grunde genommen, wenn die Sommerzeit nicht aktiv ist. Und wahrscheinlich ist es dann noch in der anderen Zeit ist es wahrscheinlich auch zu heiß. Sonst dann, ist es zu warm, ja. Sitzen, ne? Ja, und die Leinwand ist, ja. Da gucken wir dann den Movie. Ja, und hinter uns steht so ein Ding, wo sie halt die Erde mit rausgeholt haben. Und da haben sie einen Beamer drauf montiert und der macht halt den Film dann an die Seitenwand projizieren. Ich glaube, es geht los. Das Licht wird gelöscht. The uniqueness of this black opal is the substance of our traditional lands of the Yuwallara people. Black opal is carrying a part of our ancestral spirit of country. It is believed that these beautiful colours are a trail of the creation story of the rainbow serpent.
Was machst denn du da? Ich versuche ein paar Opale zu finden, weil die unter UV-Licht anfangen zu leuchten. Und da dachte ich, wenn man in der Nacht mal herkommt und ein bisschen mit der UV-Lichtlampe hier rumwedelt, lachen einen uns dann die Opale an und wir werden stinkreich. Ja, wahrscheinlich müssen wir vorher erst 1 Meter dicke Sandschicht wegbuddeln. Wahrscheinlich. Okay, war ein Versuch, ein netter Versuch. Wir sind hier vorbeigekommen, haben wir bloß mal kurz angehalten. Genau. Jetzt geht's Hausi. Am nächsten Tag sind wir auf der Suche nach der glücklichen Raupe. Wir fahren vorbei an Minenhügeln und tiefen Schächten. Am Ende finden wir sie in den Opalfeldern. Und dann geht's weiter. Wir versuchen jetzt mal wieder unser Glück. Ja, wir sind jetzt am Rande der Opelfelder, an der, Opel Miners Hall of Fame. genau, an der, jetzt mal, zeigen gleich mal auf die Schnauze. Und hier können wir jetzt kostenlos Fossicking und wir versuchen unser Glück. An der Opelmine kann man auch eine Tour machen, kostet glaube ich $30. Ich glaube, es waren $30, ja. Und die erzählen dir ein bisschen was über Opale, soweit wie ich weiß. Keine Ahnung, was noch. Aber wir wollen hier bloß was Schönes finden. Und reich werden, natürlich. Da ist ein kleiner Pfeil und da schmeißen sie hin und wieder mal eine neue Schubkarre rauf. Und da versuchen wir jetzt unser Glück heute mal hier. Kurze Pause. Und das ist unsere Ausbeute soweit. Ein paar schöne Stücke sind mit bei. Wir haben einen ganz großen und einen schönen blauen. Einen schönen grünen und einen halt noch im Stein drin. Einer sieht fast aus wie ein Opeleist Zahn, also ein Fossil. Mal gucken. Wir haben jetzt unser Foto. Wir kommen in die Wall of Fame. Wenn man viel oder große Stücke gefunden hat, dann kriegt man sein Foto und dann kann man das hier an die Wand drin pennen. Und da wir so viel gefunden haben, kann man das jetzt ranmachen. Hier? Ja. Team Effort. Ja. So, bitteschön. Verewigt an der Wall of Fame. Ja, also diesmal waren wir definitiv erfolgreicher an der Grabungsstelle, an der Fossicking-Stelle hier. Und wir haben jetzt so ein paar Stündchen gesucht und haben eine ziemlich gute Ausbeute. Ja, das meiste ist wieder dieses Potsch. Es ist ein Opal. Es ist Opal, es ist aber nichts wert. Wir haben auch 2, 3 Stücken gefunden, 4 Stücken, die richtig schöne Farbe drin haben, aber die sind so klein. Aber es ist wenigstens Farbe drin. Also von den 3 Stellen, wo wir jetzt Fossicking waren, ist die hier also Die erfolgreichste. Die erfolgreichste. Bei den anderen haben wir eigentlich nichts gefunden. Also wenn jemand nach Lightning Ridge geht und buddeln will, gehen nicht vors Informationszentrum, weil da buddeln alle drin rum. Dann haben wir den anderen, wie hieß der andere nochmal? Keine Ahnung, das war aber auch eine Mine, da haben wir die Tour gemacht gehabt. Genau, da haben wir die Minentour gemacht und da muss man auch $5 bezahlen, wenn man ohne Tour Fossicking, also graben will. Ja. Hier sind wir jetzt heute Morgen vorbeigefahren, wir haben einfach mal angehalten, Heike hat gefragt und wir haben gesagt, nö, ihr könnt zwar eine Tour buchen, aber man kann auch für kostenlos hier in dem kleinen Haufen machen und der Haufen ist wirklich klein, aber Ziemlich erfolgreich für den kleinen Haufen. Ja, wir haben uns dann daran gemacht und waren ziemlich erfolgreich. Also wirklich, also von unserer Sicht aus, wenn jemand hierher kommen will, geht zur Opel Miners Hall of Fame.
Da kann man kostenlos vorsingen, kann auch eine Tour mitmachen. Das ist aber so der einzige Platz, wo wir bis jetzt wirklich ein bisschen was gefunden haben. Ja, und der liegt eigentlich fast dicht an diesen Opel Fields dran, oder? An den Feldern, wo Ja. die anderen alle sind. Also, ja, wirklich gut hier. Der hat mir gefallen. Ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich nochmal ins Artesienbad, also nochmal einen schönen heißen Dip nehmen. Bisschen uns den Schweiß vom Körper waschen. Ich glaube, wenn wir da reingehen, haben wir eher hinterher mehr Schweiß am Körper als vorher. Ach, komm an. Bei So schlimm ist es 41 nicht. Grad Wassertemperatur. Oh, guck mal, die Wolken. Die sehen ja lustig aus. Jedenfalls, wie gesagt, nochmal zurück zum, vielleicht nochmal in das Bad reinhüpfen und dann war es das für diese Woche. Wir verlassen den Lightning Ridge morgen und gehen dann Wir Richtung... werden wahrscheinlich morgen Richtung Heimat. Morgen werden wir dann wohl in Queensland ankommen. Ja, so Richtung Queensland und langsam auf dem Weg zurück. Wir haben noch was anderes gebucht, was wir noch machen wollen, aber das verraten wir euch dann erst später. Ja, noch was für einen guten Zweck. Ja. Hat viel Geld gekostet, aber wir wollen einen guten Zweck unterstützen und da lassen wir euch auf jeden Fall wissen, was wir machen, wo wir hingehen. Aber das ist noch 2 Wochen weg. Ja. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat Dann lasst uns einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar. oder abonniert unseren Kanal. Und ansonsten Sehen wir uns wieder. nächste Woche. Okay, bis dann. Tschüss. Bye.